Die stärksten Mobility-, Atmungs- und Potenzübungen der Welt in nur einem Video? Du glaubst, das geht nicht? Dann schau dir das Video nicht an. Das ist Kado Ziani. Er dankt mit knapp 55 Jahren noch und zwar barfuß. Er hatte einst die beste Sprungkraft der Welt und spielte sogar mit den Harlem Globetrotters. Er hat ein Mobility-System mit 7 Positionen entwickelt, welches ich in diesem Video komplett vorstelle. Aber das ist noch nicht alles. Ich verbinde dieses System mit 3 der besten Atemübungen des russischen Dr. Buteyko, der das meiner Meinung nach stärkste Atemsystem der Welt entwickelt hat. Die Buteyko-Methode. Er war Forscher für die erste Weltraummission. Hier Buteyko in seinem Labor in Novosibirsk. Obendrauf packe ich eine weitere Übung aus dem Shaolin Kung Fu, die ich für die beste Potenzübung überhaupt halte. Hier die SMS eines Kunden, die ich vor wenigen Tagen als Feedback zu dieser Übung erhielt. Warum habe ich dieses Video gemacht? Dieses Video ist ein Dank an meine Schüler, Ausbilder und auch an meine Leser. Mein neues Atembuch hat auf Amazon nach nur wenigen Monaten schon 60 Top-Bewertungen und die Übersetzung auf Englisch ist vor wenigen Tagen fertig geworden. Das Video ist also ein Dank an die vielen Menschen, die mich über viele Jahre unterstützt haben, denn ich selber mache genau diese Übungen fast jeden Tag. Außerdem sollen meine Aktuellen und Schüler der Zukunft ein gutes Lehrvideo an die Hand bekommen. Freu dich also auf einige der stärksten Mobility-Atem- und Potenzübungen in einem Video zusammen. Abonnier doch den Kanal, aktivier die Glocke und like doch dieses Video. Nach dem kurzen Einspieler geht es los. Wir besprechen jetzt zuerst die 7-Tier-Position von Si Animal, Kado Ziani, sowie ein 8. Tier, dem Drache, den ich aus dem Shaolin Kung Fu dazugenommen habe. Und erkläre diese Übung zusammen mit den 3 wichtigsten Atemübungen Buteykos, dem russischen Atemgenie und Weltraumarzt. Bevor ich euch also in wenigen Minuten die Praxis zeige, zuerst die Frage: Warum ist das ganze hier vorgestellte System von Atmung, Mobility und Potenzübung in einem meiner Ansicht nach so sensationell? Erstens, es ist ein Segen für die Gelenke und super kompakt. Nach 30 Jahren Leistungssport und Lehrtätigkeit in Kampfkunst, Akrobatik und Yoga sind mir selten so gute Mobility-Positionen für jedermann untergekommen wie der kompakte Set von 7 Übungen von Si Animal. Er geht schnell, eignet sich zum Aufwärmen und pflegt Füße, Knie und Hüfte perfekt. Damit wirkt sich das Ganze extrem gut auf den Rücken aus. Für Leute, die sich wie ich extrem viel bewegen, aber auch Leute mit Problemen, ist das ein echter Segen. Fuß-, Knie- und Hüftprobleme verschwinden nicht selten wie von selbst. Außerdem sind sie maximal effiziente Hüftöffner, weswegen Sport, Yoga oder Meditation danach viel leichter und besser von der Hand gehen. Si Animal ist übrigens auch der quasi Lehrvater des bekannten Knee-over-Toe-Guys, der schon Joe Rogan beeindruckte, indem er ihm bei seinen Knieproblemen half. Zweitens, Feinmotorik, Potenz und bessere Atmung. Das 8. Tier, das Beineschwingen aus dem Shaolin Kung Fu, ist nicht nur die stärkste tantrische Grundübung, die ich kenne, baut also extrem viel Kraft im unteren Bereich auf, sondern sie ist auch die Grundübung für Zirkusakrobaten, Kampfkünstler und Opernsänger in China.
Und diese Übung wird, wie ihr sicher wisst, in ganz ähnlicher Weise im Ballett verwendet. Sie führt wegen der faszialen Verbindung von Zwerchfell und Psoas und aus vielen weiteren Gründen zu einer stark verbesserten Atmung. Drittens. Buteyko's Atemsystem ist das effizienteste der Welt. Buteyko und seine Atemmethode hätten meiner Meinung nach 4 Nobelpreise verdient. Schaut euch gern mein Video oder mein Buch zu diesen Nobelpreisen und der Praxis der Buteyko-Methode an. Weitere Details und Vorteile der Stellung und verschiedenen Atemweisen erkläre ich, wenn wir gleich die 7+1 Stellung und Übung machen. Aber eine super wichtige Sache vorweg. Ich habe ein neues, stark überarbeitetes PDF zu Sicherheitswarnungen und ich möchte euch eindringlich bitten, es zu lesen. Ihr könnt es von meiner Webseite umsonst downloaden. Lest es unbedingt, besonders wenn ihr im ersten Trimester schwanger seid oder bestimmte Krankheiten habt. Und fragt euren Arzt vorher. Buteyko-Atemübungen sind die mit Abstand effektivsten der Welt und das macht es nötig, genau mit Sicherheitswarnungen zu folgen. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Jetzt geht's los. Kommen wir zu den Übungen. Mit den ersten 3 Tieren, Tiger, Kuh und Frosch, lernen wir die 3 grundlegenden Techniken Dr. Buteykos. Bauchatmung, Atem beobachten und leichte Reduktion der Einatmung. Natürlich machen wir alle Übungen stets mit Nasenatmung. Dies ist absolut fundamental. Die Erklärung, warum wir stets Nasenatmung machen sollten, auch beim Sport, ist ein wenig komplex. Schau am besten in mein Buch, wenn du die Gründe dafür genauer kennen möchtest. Und mach kurz Pause, wenn du durch Nasenatmung Stress bekommst. Vermeide jeden Atemstress bei diesen Übungen. Entspannung ist der Schlüssel. Kleine Pausen zwischen den Übungen sind immer gut. Tiger und Bauchatmung. Wie du hier siehst, ist das Knie angezogen, man sitzt auf dem Boden und dehnt den Fußballen. Die Ferse möglichst weit an den Po nehmen. Ziani sagt, der Fußballen ist quasi wie ein zweites Kniegelenk und das macht natürlich durchaus Sinn und deswegen sollten wir den Ballen stark und beweglich halten und dafür ist diese Übung da. Du kannst ziemlich stark an deinen Zehen ziehen, um die Dehnung zu erhöhen, aber pass auf, dass du keinen scharfen Schmerz bekommst. Durch das erhöhte Bein und den komprimierten Raum können wir hier sehr gut lernen, unser Zwerchfell beim Atmen einzusetzen. Spüre dein Zwerchfell. Es ist ein sehr starker Atemmuskel und der Hauptatemmuskel. Wenn du dein Zwerchfell gut spürst, versuche es bei der Ausatmung einfach zu entspannen. Presse die Luft nicht raus. Das erhöhte Bein führt dazu, dass die Ausatmung erleichtert wird. Durch die Dehnung der Psoas können wir auch hier das Zwerchfell besser spüren, da sie faszial verbunden sind. Tiger haben starke und bewegliche Psoas und deswegen eine gute Bauchatmung. Position 2, Kuh und Atem beobachten. Ziani spricht bei der Kuh von Demut, Wichtigkeit abbauen, loslassen. Na klar, die Position ähnelt auch sehr dem Fersensitz, einer relativ entspannten Sitzposition, wenn man denn die Beweglichkeit schon hat. Bei der Kuh werden die Füße aber wesentlich weiter nach innen genommen. Lass dir damit Zeit, du willst niemals einen scharfen Schmerz. Das dehnt deine Füße wunderbar und macht auch die Schienbeinmuskel stärker und beweglicher. Die Entspannung beim Ausatmen ist auch hier der Kern, nur machen wir jetzt Atem beobachten, der Kern jeder guten Atmung. Wir pressen den Atem also nicht raus, wenn wir die natürliche Atmung verbessern wollen, sondern entspannen beim Ausatmen einfach nur. Das will gelernt sein und führt zu einem tiefen inneren Loslassen. Atem beobachten heißt, den Atem einfach laufen zu lassen und nicht bewusst zu beeinflussen. Denken gut, nicht denken auch gut, hat mein Meister immer gesagt.
wenn ich gefragt habe, sollte man bei Übungen eigentlich denken? One moment, I'm meditating. Töte also nicht deine Gedanken, aber hänge ihnen auch nicht unnötig nach. Frosch und natürliche leichte Reduktion. Die Froschposition ist vielleicht die wichtigste Mobility-Übung überhaupt, die tiefe Kniebeuge. Zuerst solltest du lernen, die Ferse am Boden zu lassen. Das ist für manche eine ganze Menge Arbeit. Du kannst dir hier mit Tischen oder anderen Hilfsmitteln helfen, um dich dabei zu stützen. Wenn du ganz unten bist, versuche deine Atmung beim Ausatmen wieder zu entspannen. Wir haben hier die dritte fantastische Buteyko-Atemübung, die leichte Reduktion beim Einatmen. Warum? Naja, wenn deine Knie so weit an der Brust sind, hast du sowieso etwas weniger Raum zur Verfügung und wirst von ganz alleine in eine leichte Reduktion gehen. Pass auf, dass du keinen Stress bekommst und mach gegebenenfalls kleine Pausen. Trotz der leichten Reduktion entspannen wir uns beim Ausatmen und das ist schon der ganze Schlüssel. Willst du die Übung weiter intensivieren, machst du einfach Kniebeugen oder du kannst sogar leichte Gewichte mit dazu nehmen. Achte bitte auf deine Fußposition. Kleiner, großer Zeh und Ferse haben stets Kontakt und du solltest eine Balance zwischen ihnen finden, also nicht zu viel den großen oder zu viel den kleinen Zeh zu belasten, weil das kann eine falsche Knieposition produzieren. Hast du dort eine gleichmäßige Belastung, ist auch das Knie in der richtigen Position. Den Kopf kannst du auch noch weiter an die Brust nehmen. Das erhöht die Dehnung im oberen Bereich. Pass auf, dass deine Schultern immer locker bleiben. Bei den weiteren Übungen lernen wir die 3 fundamentalen Buteyko-Techniken Atembeobachtung, Bauchatmung und leichte Reduktion auch unter größerer Belastung zu verbessern. Dies ist schon fortgeschrittener und du kannst den Atem auch einfach laufen lassen bei diesen Übungen und nicht zu sehr darauf achten. Achte einfach Nasenatmung zu machen und genügend Pausen, in denen sich dein Atem beruhigen kann. Kamel. Das Kamel ist ein Meister der Überlebenskunst, kann Wasser speichern und zig Kilometer durch die Wüste wandern in tiefen Sand, hat also starke Füße, Knie und Hüftgelenke. Das Kamel ist quasi eine Mischung aus dem Frosch und der Kuh. Wir haben also eine leichte natürliche Reduktion durch ein hochgestelltes Bein. Wir kriegen mehr Feedback für die Bauchatmung. Andererseits können wir das Innere loslassen durch die spezifische Position des anderen Beines gut üben. Es eignet sich also für Atembeobachtung oder leichte Reduktion unter mehr Belastung, denn wenn du erstmal entspannt in dieser Position sitzen kannst, deine Ferse unten ist und dein gerade aufgesetzter Fuß gleichmäßig belastet ist, kleiner, großer Zeh und Ferse wie schon im Frosch, dann kannst du sogar Kniebeugen machen. Bei Kniebeugen achte darauf, dass dein Po aktiviert bleibt und dass du auch das andere Bein mit benutzt. Hierbei produzierst du sehr viel mehr CO2 und deine Atmung wird sich etwas beschleunigen. Entspanne dich nichtsdestotrotz in die Ausatmung. In der passiven Stellung kannst du den Atem sich wieder beruhigen lassen, solltest du Stress bekommen. Position 5. Die Heuschrecke. Hierbei spüren wir die Verbindung zwischen Psoas, Zwerchfell und Beckenboden. Hier gibt es fasziale Verbindungen und die kann man in dieser Position besser spüren. Dazu wird hier der Fußballen, der so wichtige Fußballen, noch viel stärker gedehnt als schon bei der Katze. Dies öffnet die Energiebahn nicht nur des Fußes, sondern auch im Körper. Lerne in dieser Übung zu sinken und deinen Atem noch weiter zu entspannen. Die Taube. Die Taube ist ein Hüftöffner par excellence.
Wir kennen ihn schon oder viele kennen ihn schon aus dem Yoga. Die Position ist ganz ähnlich, nur dass wir hier auf der anderen Seite die Position wie bei der Heuschrecke beibehalten. Achte darauf, dass deine Knie hier nicht wehtun und wenn du beweglich genug bist, kannst du sogar den Oberkörper am Boden ablegen. Wir bleiben trotz intensivierter Dehnung der Hüfte bei super entspannter Nasenatmung. Lerne den Atem auch unter Belastung zu beobachten und einfach laufen zu lassen. Behalte die entspannte Bauchatmung bei, lerne den Po zu aktivieren. Die Po-Muskulatur, die Außenseite der Beine und dann der ganze Rücken hängen zusammen und sie werden hier aktiviert. Die Aktivierung der Position ist, dass du dich aus der Hüfte aufrichtest und dies möglicherweise, wenn du genug Kraft hast, ohne jegliche Zuhilfenahme der Hände. Das produziert natürlich wieder mehr CO2 und wird deine Atmung leicht beschleunigen und da kannst du dich wieder rein entspannen und versuchen, trotzdem ruhig und entspannt zu bleiben. Beim Affe haben wir jetzt die maximale Intensität. Ziani spricht beim Affen von einer Vermischung von allen Übungen. Ja, in der Peking-Oper ist der Affe der Akrobat und wir wissen, Affen sind super akrobatisch. Mir persönlich hat diese Übung extrem geholfen, mein Surfen zu verbessern. Wir haben jetzt hier praktisch die Grundposition der Taube, nur machen wir noch auf der Faust und dabei sind die Daumen draußen eine Art Liegestütz. Wenn du noch keinen Liegestütz kannst in dieser Form, wie du es hier siehst, dann mach doch Liegestützen gegen einen Tisch, wo du in einer schrägen Position bist oder auf Knien, um dich vorzubereiten. Wichtig ist hier technisch, dass der Rücken gerade bleibt und alles Hüfte und Schulter gleichmäßig auf und ab geht. Hierbei haben wir auch eine Mischung aus Atembeobachten, reduzierten Atmen und maximaler Bauchatmung. Die Bauchatmung wird einfach hier aktiviert, weil die Psoas extrem aktiv sind, denn für diese Übung brauchen wir eine starke Core-Muskulatur und die wird zur Hauptsache aus den Psoas gebildet. Wenn wir den Core also aktiv halten, haben wir automatisch eine verbesserte Bauchatmung. Natürlich gehören da auch noch mehr Muskeln dazu. Und jetzt durch die hohe Intensität haben wir, für viele wird diese Übung wie ein reduziertes Atmen wirken. Es sei denn, ihr habt schon extrem gute Atemwerte, dann wird es hier sich anfühlen wie ein Atembeobachten. Dadurch, dass du schon viele Stellungen gemacht hast, ist deine Atmung sowieso schon verbessert und es ist gut, diese intensivste der Stellungen am Ende zu machen. Wie viele Wiederholungen du machst, richtet sich danach, wie lange du entspannt durch die Nase atmen kannst. Mach also zwischendurch Pause, bis sich dein Atem beruhigt hat. Alle diese Übungen kann man durch Gewichte und komplizierte Variationen noch steigern. Ziani hat ebenfalls ein Buch geschrieben. Ich packe den Link da in die Beschreibung. Dort gibt es auch noch mehr Variationen und Erklärungen. Kommen wir zur 8. Übung, dem Drachen. Die Grundübung beim Ballett, in der chinesischen Oper, in der Zirkusakrobatik, in der chinesischen Kampfkunst, sowohl äußerer als auch innerer. Wichtig ist hier, dass du beim unteren Bein großen Zeh und kleinen Zeh am Boden lässt und die Ferse auch am Boden. Das obere Bein ist ganz gerade. Mach es über einen Stuhl oder über ein Fotostativ, wenn du dich nicht wohlfühlst, das Ganze ganz frei zu machen. Das Tempo spielt erstmal eine geringe Rolle, genauso wie die Höhe. Du musst diese Übung nicht super hoch machen. Sie ist sehr intensiv, das heißt, arbeite hier mit viel Pausen, denn die meisten werden nicht in der Lage sein, diese Übung lange Zeit mit entspannter Nasenatmung zu machen. Wir haben eine extreme Aktivierung der Psoas hier und auch des Beckenbodens und deswegen ist es auch eine so starke tantrische Übung. Vom Gefühl her wollen wir allerdings den Beckenboden nicht unbedingt festknallen, sondern es fühlt sich für Männer eher so an, als wenn man das ganze Geschlecht nach oben anhebt, sowohl Hoden als auch Penis. Für Frauen, wenn ihr irgendwie eine bildliche Vorstellung braucht, kann man sich vorstellen, dass man ein Ei hochzieht. Das wollen wir aber eher faszial energetisch spüren in dieser Übung und nicht so sehr über Verkrampfung.
Also diese Übung wirkt sowohl auf energetischem Level als auch auf körperlichem Level. Nasenatmung, entspanntes Ausatmen, soweit es geht. Und am Anfang 10, 20, 30 und wenn ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, 50, 60 Wiederholungen. Das hat mein Meister auch noch mit Ende 60 fast jeden Tag gemacht. Und ich mache diese Übung auch mindestens 4 oder 5 Mal die Woche. Es gibt noch viele Variationen von diesem sogenannten Beine schwingen und da könnt ihr auf YouTube rumsuchen. Vielleicht mache ich später noch mal ein anderes Video. Hier seht ihr noch mal ein paar andere Variationen. Aber diese Übung im Kreis ist sozusagen die man wunderbar zu Hause machen kann. Und absolut fundamental. Denkt an die SMS, macht diese Übung mal 2 Monate jeden Tag und dann werdet ihr sicher verstehen, was mein Kunde gemeint hat. Danke, dass du das Video geschaut hast. Dies ist meine absolute Basis, das mache ich wirklich fast jeden Tag. Ich mache natürlich selber noch viel mehr Übungen. Wie ihr wisst, mache ich ja gerne innere Kampfkunst, Taiji, Bagua, Singi und ich mache auch oft noch Übungen für meine Füße zusätzlich und diverse Yoga-Positionen oder Dehnungen aus dem Shaolin und auch noch andere Mobility-Übungen. Aber das ist der Kern. Und es ist sehr schön, wenn man eine Gewohnheit bilden möchte, einen Kern zu haben, den man 4, 5 Mal die Woche macht und der auch sehr schnell geht. Oft ist es so, ich will nur 10 Minuten üben und dann habe ich aber nach 5 oder 6 Minuten so viel Lust, dass ich 20 oder 30 Minuten übe, obwohl ich das vorher gar nicht so geplant hatte. Stellt euch also gern noch weitere Übungen bereit, die ihr eventuell danach macht. Probiert das Ganze doch mal 2, 3 Monate aus. Vielleicht geht es euch dann wie meinem Kunden am Anfang. Eure Atmung wird sicherlich davon profitieren und ich möchte das Ganze mit einem Wort von Mark Whitwell schließen, der in seinem Yoga-Buch geschrieben hat: Wir opfern niemals die Atmung für die Stellung. Vergiss das nicht, das Ganze geht hier auch um Meditation und Energie und Entspannung. Wir wollen also nicht die Atmung und Energie opfern, nur um in der materiellen Welt irgendeine Stellung verkrampft zu erreichen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, schaust du mal in mein Buch und dort sind viele dieser Themen noch sehr viel vertiefter dargestellt und auch mit sehr viel Erweiterung. Mach's gut, mein Name ist Volker Schmitz. Freies Atmen.